Du hast mehr als 500k und suchst einen High-Budget Trading Guide. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Heroes und Icons flippst. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video gibt es den großen High-Budget Guide. Wie kannst du mit 500k und mehr richtig Coins machen beim Trading? Und dazu gucken wir uns an, wie man mit Heroes tradet und auch wie man mit Icons tradet, denn diese Kartenkategorien oder diese beiden Sorten von Karten, die haben ein paar Vorteile, die sind nicht so preisanfällig und die haben gewisse Preisschwankungen, mit denen sich relativ gut Coins machen lassen kann. Und das erkläre ich dir hier. Ich habe ein Beispiel für die PlayStation, eins für die Xbox, eins für den PC, alle drei kannst du auf allen Plattformen verwenden. Ich wollte einfach nur im Video 3 Beispiele bringen und für jede Plattform eins. Und Freddy Ljungberg ist mal die erste Karte, die wir uns anschauen, und da erkläre ich jetzt mal für die PlayStation, wie ich hier vorgehe, um sowohl den Einkaufs- als auch den Verkaufspreis zu finden. Und ganz wichtig, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn wir schauen uns natürlich auch noch an, wie du selbst Karten finden kannst, mit denen diese Methode so gut funktioniert. Wir sehen schon am täglichen Preisgraph von Ljungberg, dass er nicht immer das gleiche kostet. Also innerhalb von 24 Stunden kostet er mal weniger, kostet er mal mehr, je nachdem wie gerade das Angebot und die Nachfrage ist. Und wenn wir auf die Market Sales History schauen, da kannst du immer draufklicken unter den Preisen, das gibt es auch für PlayStation, Xbox und für den PC, wähle auf jeden Fall deine passende Konsole aus. Dann suchen wir immer nach Karten, die eine große Preisschwankung haben. Also wir wollen eine Karte finden, die innerhalb von 1-2 Tagen, im besten Fall von 24 Stunden mal mehr und mal weniger gekostet hat, dass da genug Profit drin ist. Bei Ljungberg sehe ich jetzt, dass 164k, so um den Dreh, das taucht öfters auf. Das scheint so der niedrigste Preis zu sein. Wenn jetzt einmal 150 auftaucht, dann würde ich die 150 ignorieren, sondern wird immer einen Preis nehmen, der mindestens zweimal, dreimal auftaucht. Ansonsten kann das einfach ein zu krasser Snipe sein, den du eh nicht bekommst. Und dann schaue ich auch so in dem gleichen Zeitraum, was waren denn so Preise, die man maximal erzielen konnte. Und das sind bei Ljungberg hier so um die 180k. Auch noch ein bisschen mehr, wie man finden kann, aber so 180k, da weiß ich safe, innerhalb von einem Tag werde ich den für die 180 los. Das heißt, mein Einkaufspreis ist der niedrigste Preis, der öfters vorkommt, und mein Verkaufspreis ist der höchste Preis, der öfters vorkommt. Bei Ljungberg sind das nur knapp 5% Profit. Eigentlich versuchen wir mit der Methode so zwischen 5, aber eher bis zu 10% zu bekommen. Und mit der nächsten Karte geht das, denn wir gucken uns jetzt die Base Icon von Petr Cech an. Der hat im Moment diese krassen Schwankungen. Ansonsten habe ich noch auf meinem Patreon Discord einen ausführlichen Guide für dich geschrieben, wie das Icon unseres Heroes Flipping funktioniert. Plus, da gibt es natürlich auch noch Low-Budget-Trading-Methoden, damit du so viele Coins hast, dass du hier an diese Methoden rangehen kannst. Und bei Petr Cech ist es so, da habe ich höhere Preisschwankungen gefunden. Das heißt, man kann mit einer Karte mehr Profit machen. Und Petr Cech machen wir jetzt einfach mal Beispiel Xbox. Auch hier gehe ich wieder in die Market Sales History und suche als allererstes meinen Einkaufspreis, also den günstigsten Preis, der mehrmals aufgetaucht ist. Und das sind so 185k und weniger, zu dem man ihn auf jeden Fall bekommt. Und das ist mal morgens, mal mittags, mal nachmittags. Also es ist jetzt nicht so, dass du mitten in der Nacht aufstehen musst für die Methode. Und dann sehe ich, dass man ihn für 200k auf jeden Fall verkaufen kann, für 205k, 207k. Und das sind dann auch wieder über 5% Profit After Tax, also 10k, die du mit einer Karte Gewinn machst nach der EA-Steuer. Du merkst schon, am besten ist natürlich, wenn du dir für diese ganzen Karten dann die Preise raussuchst und dann nach und nach diese Karten einkaufst und immer wieder diese Karten durchgehst. Also wenn du eine Liste hast mit den Preisen für 10 Icons, für 10 Heroes, dann hast du 20 Karten, die gehst du durch, das kostet dich vielleicht 10 Minuten und dann wirst du von den 20 Karten vielleicht gerade 3 einkaufen können oder so und die anderen 17 findest du dann dafür in einer Stunde oder so wieder ein Deal. Also das heißt, mehrmals am Tag dann diese Preise checken, weil es ist natürlich nicht jede Sekunde in Cech für 185 verfügbar, sondern das sind ja diese Preisschwankungen. Das Gute an Heroes und an Icons ist, dass sie einfach weniger anfällig sind für so Promo-Packs, die ja eigentlich fast jeden Tag reinkommen. Natürlich bekommen wir auch immer die Vorschau-Packs. Auch da werden jeden Tag wieder Packs geöffnet, sodass natürlich viele Karten eher sinken. Heroes und auch Icons haben den Vorteil, sie werden nicht ganz so oft gezogen und sie sind auch nicht so leicht zu ersetzen. Also ich sage jetzt mal, wenn eine neue SBC rauskommt, wie zum Beispiel jetzt, weiß nicht, ein Wants to Watch wie Naldum, wo dann vielleicht andere Karten wie Renato Sanchez ersetzt werden, wird halt eine Icon zentraler Mittelfeldspieler dann nicht ersetzt, nur durch so eine SBC. Und deswegen haben sie nicht so eine Gefahr, dass die krass droppen. Wir machen noch ein drittes Beispiel. Wieder schauen wir uns gemeinsam die Methode an und diesmal für den PC oder mit PC-Preisen, aber klar, auf PlayStation und Xbox geht es genauso.
Und wir gucken uns Laudrup an, der von den Stats gar nicht so schlecht ist, aber natürlich nicht so eine überkrass beliebte Icon ist, auch dadurch, dass er Dänemark hat oder so. Aber ich sag mal, ich empfehle dir lieber mit etwas günstigeren anzufangen, als mit den super teuren Franzosen wie ein Viera oder so, die natürlich mehr Links haben, die auch mehr Meter sind, aber bei denen es natürlich auch schwieriger wird, Deals zu finden. Und je höher die EA-Tags ist und je teurer die Karte selbst ist, desto höher ist natürlich auch dein Risiko am Anfang. Und auf dem PC ist es so, dass sehr oft so viele Karten nicht verfügbar sind. Das hat einen Vorteil, die Preisschwankungen sind extrem hoch. Schau mal hier, zwischen 320.000 und 300.000, also wirklich extreme Preisschwankungen. Du kannst sehr, sehr viel Profit machen. Der Nachteil ist, es dauert länger, bis du Karten findest, die du einkaufen kannst zu diesen Preisen, und es dauert natürlich dann auch länger, bis du wieder Verkäufe hast. Ein kleiner Tipp, mit dem du die Verkäufe noch beschleunigen kannst: wenn du 2 Karten so günstig einkaufen kannst, wie du rausgefunden hast mit deinen Einkaufspreisen, und eine ist Basis oder ohne Positionswechsel oder so, nimm immer die mit Positionswechsel und nimm vor allen Dingen auch die mit dem passenden Chemistry-Style. Zum Beispiel auf ZTM umgeformt mit Finisher, okay, aber wenn die auf ZTM umgeformt mit Hunter dem Preis entspricht, den wir jetzt rausgesucht hätten auf Futbin, dann würde ich eher diese Karte kaufen, weil sie im Verkauf wertvoller ist und dir nochmal mehr Profit geben kann. Wie findest du deine Karten? Für diese Frage gehen wir nochmal gemeinsam auf die Heroes, aber bei den Icons funktioniert das genauso. Und das erste Kriterium ist natürlich große Liga, große Nation. Also ein Dempsey als Amerikaner, Major League Soccer, hat natürlich nicht so viele Links wie jetzt zum Beispiel Lars Ricken oder wie ein Joe Cole als Engländer aus der Premier League. Da gibt es natürlich viel mehr Leute, die ein Premier League Team haben oder so. Und dann gucke ich noch darauf, dass die Karten schon irgendwo so ein bisschen in der Meta sind. Das müssen nicht die Top-Tier-Karten sein, habe ich ja gerade gesagt, die sind einfach zu teuer. Aber zum Beispiel Mario Gomez hat dann nur 3 Sterne Skills, ist relativ groß, nicht so beweglich. Vielleicht ein Morientes schon eine etwas bessere Karte, 4 Sterne, 4 Sterne Kombi, ist auch ein bisschen agiler. Und so würde ich einfach diese Karten durchgehen, und ich würde keine Karten nehmen, die durch aktuellen Content irgendwie gehypt sind, wie zum Beispiel der Java durch die Talisca, SBC. Die haben natürlich dann viele gemacht, gerade nachdem Talisca ins Team of the Week gekommen ist und das Upgrade bekommen hat. Das heißt, er ist ein Link, auch nicht so teuer, aber dadurch ist er krass gestiegen. Das heißt, von ihm würde ich jetzt erstmal die Finger weglassen, solange er in diesem krassen Hype ist. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Karten Preisschwankungen haben. Zum Beispiel Morientes funktioniert gut auf der Xbox, aber beispielsweise auf der PlayStation nicht, weil du siehst, der kostet eigentlich immer 300.000, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber die Schwankung zwischen dem niedrigsten Preis und dem höchsten Preis, die ist einfach nicht groß genug, um Profit zu machen. Das heißt, es ist wichtig, dass die Karten spielbar sind. Am besten, dass sie irgendwo Links bieten, gerade bei den Heroes eher aus den großen Ligen-Nationen. Und als drittes, dass sie diese Preisschwankungen haben. Mein Patreon-Discord für noch mehr Trading-Tipps on top zu YouTube, eigentlich ein richtiges Trading-Coaching, verlinke ich dir nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten kannst du hier, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches Video ich verlinke, aber guck dir das an, Alter, das ist auf jeden Fall auch gut. Und wenn du den Kanal abonnierst, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.